Ja, hallo zusammen und willkommen zum nächsten Video. Ich habe heute mal ein sehr spannendes Thema mitgebracht. Ich werde euch heute mal alle meine Ausgaben in meinem ersten Monat als Backpacker hier in Australien aufzeigen. Und ja, das war jetzt hier der Juni 2023. Außerdem werde ich euch heute ein paar Vergleiche zeigen, so wie sind die Preise im australischen Supermarkt, auch im Vergleich zum deutschen Supermarkt. Es ist ja allgemein bekannt, dass hier die Lebenshaltungskosten ein bisschen teurer sind. Außerdem habe ich jetzt seit einer Woche einen Job hier in Australien und ja, hier ist gerade sehr windig, deswegen muss ich mal das Stativ gerade halten. Habe jetzt hier einen Job seit einer Woche und ich werde euch heute auch sagen, wie viel ich da verdiene. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran, dann erfahrt ihr das. Ich werde auf jeden Fall über meinen Job noch ein separates Video bringen. Also da könnt ihr auch gespannt bleiben. So, noch eine kurze Anmerkung vorweg. Das Thema Kosten und Ausgaben, das ist natürlich immer bei jedem sehr individuell. Jeder hat andere Bedürfnisse und andere Wünsche. Man muss natürlich auch immer in Verhältnis setzen, dass man hier in Australien sehr gut verdient. Dafür sind die Lebenskosten höher. Das muss man immer so ein bisschen mit einbeziehen. Und wie ist die Umrechnung von Euro zu australische Dollar, ist eigentlich recht easy. Wenn man 100 australische Dollar hat, hat man 60 Euro, sprich man nimmt immer so 0,6 zum Rechnen. Wenn ich jetzt irgendwo im Alltag im Supermarkt oder so bin, dann nehme ich immer einfach die Hälfte vom Preis plus noch so ein bisschen dazu. Dann hat man immer so einen ungefähren Wert und muss es jetzt nicht immer umrechnen. Deswegen, damit kommt man eigentlich ganz easy durch den Alltag. Ja, ich habe die App Money Manager benutzt, die ist wirklich ultra praktisch, die kann ich auch für jeden daheim empfehlen. Da kann man so sich ganz individuell die Kategorien erstellen und immer nach jedem Einkauf tippe ich da einfach die Preise ein und da sieht man richtig gut, in welchen Kategorien hat man vielleicht viel ausgegeben und dann kann man es im nächsten Monat versuchen anzupassen. War mir ganz wichtig, dass ich das jetzt am Anfang mal mache, weil ja, da sieht man einfach, was einem so durch die Finger geht. Das habe ich auch früher schon in Deutschland gemacht, deswegen ich kenne die App jetzt schon oder ich nutze die App schon länger. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal los mit den Ausgaben im Juni. Legen wir gleich los mit dem ersten Punkt. Ja, also ich habe mir hier das tatsächlich jetzt ein bisschen mit Notizen als Stichpunkte aufgeschrieben, dass ich das jetzt ein bisschen schneller durchballern kann. Weil ich habe die Aufnahmen schon mal gemacht, so von den Kosten. Aber das war mir selbst zu boring beim Anschauen, beim Cutten. Da habe ich gesagt, ich nehme es jetzt mal mit ein bisschen mehr Elan auf. Also das meiste ging natürlich für die Hostels drauf. Da war ich in den ersten 2 Wochen ja im Spinners Hostel. Das hat mich pro Nacht ungefähr 50 Dollar gekostet. Und jetzt hier in dem Hostel ungefähr 30 Dollar. Deswegen bin ich ultra happy, jetzt hier zu sein. Spare ich nochmal extra viel Geld. Dann beim Eaten natürlich, also die Kategorie heißt Eaten. Weil ich habe früher meine Mom immer gefragt, was gibt es zum Eaten. Ich weiß, die korrekte Übersetzung wäre eigentlich Food. Aber das passt jetzt schon so mit Eaten. Das ist auf jeden Fall ein Klassiker und der bleibt so. Ich habe am Anfang war ich viel essen und war viel auswärts essen. Deswegen hat sich da schon reingeknallt vom Preis. Jetzt aber, seitdem ich meinen Job habe, so seit 2 Wochen ungefähr, koche ich auch viel und dann kommt man richtig gut runter, auch mit dem Geld. Dann für die Klamotten ging natürlich noch viel Geld drauf. Ich musste mir nochmal längere Sachen kaufen, tatsächlich, weil es hier doch kälter war, als ich dachte. Für den Job musste ich viel investieren, da musste ich Werkzeuge kaufen, die ganze Sicherheitskleidung, das war halt erstmal teuer. Nach 2 Tagen Arbeit war das Geld wieder drin, musste ich aber jetzt erstmal rein investieren. Dann der ganze Home-Stuff, da war halt so, wenn ich einkaufen war, so Shampoo oder Shampoo, halt was man so braucht im Alltag, so im Hostel. Ich habe auch noch einen Mittelmann hier eingesetzt, der mir einfach hilft, auf der Farm Arbeit zu finden. Da habe ich noch ein bisschen Gebühren mit dem bezahlt, das habe ich da auch rein. Also bei Homestuff kommt alles so rein, was halt so Krimskrams ist, was man so braucht im Alltag. Dann Transport und Taxi. Ja, am Anfang habe ich viel Uber gefahren und auch das Taxi zum Hostel hat damals 50 Dollar gekostet. Deswegen ja, ging da auch viel Geld drauf. Jetzt, seitdem ich meinen Job habe, habe ich hier so eine Smart Rider Card, heißt das, mir geholt. Da kannst du jetzt richtig billig mit Bus und Bahn fahren hier. Und ja, das nutze ich jetzt jeden Tag, um halt auf die Arbeit zu kommen natürlich. Dann Handy, da sind jetzt einfach die Gebühren gemeint für die Prepaid-Karten. Da ist jetzt auch schon der Juli mit drin. Und das heißt,
brauche halt hier Internet auch natürlich, um Google Maps und so zu nutzen, um mich in der Stadt zurechtzufinden. Dann die Kategorie Freunde, die war eigentlich mal ursprünglich dafür gedacht, dass ich da alles reinnehme an Kosten, was ich für Freunde nutze. Aber die Kategorie habe ich jetzt schon umbenannt. Activities wird die ab sofort heißen, weil ich habe es auch manchmal in Eaton reingebucht und ja, passt schon. Fee waren einfach die Gebühren für die Kreditkarte am Anfang von meiner deutschen Karte. Weil bevor ich meine australische Bankkarte hatte, musste ich halt erstmal Geld abheben, dann mit meiner Mastercard und auch erstmal Supermarkt bezahlen. Und ja, das waren dann schon ein paar Euro an Gebühren halt. Pro Transaktion waren das übrigens 1,50. Und als letztes natürlich auf Spotify. Spotify, ey, was ist mit mir los? Ja, Spotify und YouTube einfach das Abo. Es ist nicht alles hundertprozentig exakt genau eingetragen, aber es passt schon. Ist ein ungefährer Wert. Jetzt die $3.000 waren auch ja, schon viel Geld, fand ich. Aber ich meine, ich habe auch jetzt erstmal Urlaub gemacht, ein bisschen entspannt. Und deswegen waren das jetzt erstmal so die Kosten, die in meinem ersten Monat hier in Australien angefallen sind. So, ich habe jetzt hier nochmal einen schnellen Stepper gemacht. Gott, meine Sprache wieder, ne? I'm sorry. Ich habe jetzt hier einen Stepper gemacht zum IGA. Das ist jetzt hier der Supermarkt, wo ich euch ein bisschen die Preise zeige. Das ist ein bisschen so ein teurerer Supermarkt. Aber ja, es gibt ja noch Aldi oder Woolworths. Das sind auch so die bekanntesten hier in Australien, aber die sind ein bisschen weiter weg.
natürlich nicht zu vergessen, unser geliebtes Klopapier. In Deutschland weltbekannt geworden, natürlich in der Corona-Krise. So, jetzt natürlich wahrscheinlich für viele auch das spannendste Thema, wie viel verdiene ich in meinem aktuellen Job, wie ich an den Job gekommen bin, was es hier für Möglichkeiten gibt, an Jobs zu kommen und wie die Arbeit generell funktioniert. Das mache ich, wie gesagt, nochmal in einem separaten Video. Aber nun gut, ich verdiene jetzt in meinem aktuellen Job als normaler Laborer, das ist einfach so wie so ein Hilfsarbeiter, verdiene ich $35 die Stunde. Das sind so ungefähr 22 Euro. Also kann man sagen, wenn ich jetzt so in Deutschland so für 10, 12 Euro so eine Arbeit machen würde, verdiene ich hier halt einfach das Doppelte. Nach 15% Abzug von der Backpackersteuer bleiben mir dann im Monat so knapp 3.000 Euro netto, was natürlich schon sehr gut ist, muss man natürlich sagen. Wenn ich jetzt hier die Kosten als Backpacker gegenrechne und wenn man sparsam lebt und viel kocht und wenig ausgibt in der Zeit jetzt, dann kann man schon vielleicht so 2.000 Euro wegsparen im Monat, was natürlich dann schon geil ist. Da muss man natürlich auch sagen, ich bin hier quasi als Ungelernter, no experience. Also ich habe jetzt keine Ausbildung oder Erfahrung, ich bin hier einfach nur Hilfsarbeiter, da ist das Gehalt schon sehr gut. Ich habe auch mega Glück gehabt damit, mit den $35 die Stunde. Das ist ein Casual-Vertrag, das bedeutet, ich bekomme nur Geld oder Gehalt, wenn ich auch arbeite. Heißt jetzt, bei Urlaub und Krankheit bekomme ich auch kein Geld. Der Casual-Mindestlohn liegt übrigens bei $27. Also auch mein Boss und die Firma generell und mein Team und die Arbeit machen mega Spaß. Ich werde auf jeden Fall jetzt auch länger bleiben in der Company und werde euch dann jetzt, wie gesagt, im nächsten Video oder in einem der nächsten Videos mal zeigen, was ich da so arbeite und wie das alles so funktioniert hat. Auch wie das australische System funktioniert, weil hier ist alles ein bisschen anders, so auch vom Rentensystem und so. Da könnt ihr auf jeden Fall auch gespannt bleiben. So, das war's wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat der Einblick in die Finanzen gefallen und ihr konntet ein paar interessante Informationen rausziehen. Ich würde mich wieder über eine positive Bewertung freuen und lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Video und so lange sage ich, Schmidi bleibt on Tour.